Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem der beiden Immocation-Gründer und den anderen hatte ich schon mal zu Gast und ich habe gerade mal geschaut, wann, nämlich am 30. September 2021. Also krass, wie die Zeit auch wieder rennt. Heute zu Gast Stefan von Immocation und ja, ich verfolge den Weg eben noch viel länger als jetzt hier seit 30. September 2021 und war auch auf dem diesjährigen Immocation Festival und ja, bin einfach mega begeistert über all das, was die beiden zusammen geschaffen haben, über diese ganze Community, über diese Energie auch zum Immobilienthema. Ich selbst sage ja immer von mir, ich bin der unmotivierteste Immobilieninvestor in Deutschland. Und deswegen brauche ich halt diese Energie auch von anderen, ja, um an dem Thema dran zu bleiben. Gleichzeitig habe ich aber eben eins begriffen, ich will diesen Leverage-Effekt, den Hebel nicht ungenutzt lassen und investiere deswegen auch weiter fleißig in Immobilien. Und ja, freue mich heute, dass du hier bist und sag erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Und wir haben ja gerade gerätselt, aber seit September 21 ist auf jeden Fall was passiert, dass ich auch was Neues erzählen kann, schätze ich. Ja, Ja, und interessiert mich, wo du mit Immobilien stehst übrigens, aber vielleicht stolpern wir da ja irgendwann später mal vorbei. ja, lass es auf jeden Fall mal machen. Ich mache mir jetzt das Fenster zu. Ähm, Was mir erstmal, was ich erstmal spannend finde, bevor wir in dieses Immobilienthema reingehen, was ja auch viel hier im Podcast Erfolg ist, kein Zufall stattfindet, weil ich einfach glaube, dass es der größte Hebel zum Vermögensaufbau tatsächlich auch ist, will ich vorher noch mal so ein bisschen auf deine Reise eingehen. Ich glaube, ein Schritt, der schon mal immer sehr inspiriert, ist dieser Schritt vom Angestellten dann in die Selbstständigkeit, also dieser Sprung, der ja auch mit Ängsten verbunden ist, ja, mit Sorgen verbunden ist. Können wir noch mal ein paar Jahre zurückspulen? Wann war das und wie kam das bei dir zu diesem Schritt? Also ich habe damals mit Marco zusammen Wirtschaftsinformatik studiert. Da haben wir uns kennengelernt und wir waren uns beides war ein duales Studium. Ne? Wir waren also sehr auf das Thema Karriere fixiert von Anfang an mit der Idee jetzt nicht unnötig viel Zeit in eine akademische Ausbildung stecken, sondern irgendwie schauen, dass wir einen Abschluss kriegen, der wahrscheinlich irgendwie wichtig und hilfreich ist, aber dann eher schnell Geld verdienen. Und haben dann mit vollem Elan diese Karriere begonnen, also auch in jungen Jahren dann sehr viel Zeit und Energie in das Thema Job gesteckt. Und ich will mal sagen, das war auch mit einigem Erfolg gesegnet. Ne? Also ich habe dann im Controlling angefangen bei IBM, wo wir damals auch das Studium dual gemacht haben, bin dann da relativ schnell in so Riesenprojekten für die Finanzen verantwortlich gewesen. Also bei IBM heißt ein Projekt auch mal 100 Millionen Euro Volumen oder so. Also das sind eigentlich kleine Unternehmen. Ne? Bin dann da früh in eine Führungsposition gekommen, also dann disziplinarisch für Menschen verantwortlich gewesen. So, also es hat alles toll funktioniert. Dann auch irgendwann verstanden, Karriere machst du im Konzern nicht so sehr, indem du dich hocharbeitest in so einer Struktur, sondern eher, indem du dann wechselst und auch zwischendurch den Arbeitgeber mal drehst. Bin dann zu Hilti rüber, war dann bei Hilti am Ende als Finanzleiter für eine ganze Organisation verantwortlich mit ein paar tausend Leuten. Das war also ein toller Sprung für mich. Und ich habe aber eine Sache, oder eigentlich zwei Sachen in dieser Lebensphase gemerkt. Das eine ist, ich komme immer weiter voran und habe immer mehr Verantwortung, ja, aber ich habe dadurch auch irgendwie immer weniger statt mehr Freiheiten im Leben. Also ich habe quasi am Jahresanfang in dieser letzten Führungsrolle bei Hilti einen Kalender übergeben bekommen und im Prinzip stand da mein Leben für die nächsten 12 Monate drin. Das ging dann irgendwann quasi vom Vorstand runter und dann die europäischen Führungsgremien, die deutschen Führungsgremien und dann stand eigentlich schon fest, an welchen vielen Veranstaltungen und Workshops und was auch immer ich teilzunehmen hatte. Dazu hatte ich dann noch einen Zweitwohnsitz in Düsseldorf, weil da war das Headquarter für Norddeutschland, bin also auch noch gependelt und dann in München bin ich auch noch regelmäßig zum Süddeutschland-Sitz gependelt. Ich habe einfach nur noch irgendwie diesen Kalender abgelebt und so von quasi von Montag bis Freitag ist das immer nur einmal in Wolken aufgegangen, mein Leben und dann war Wochenende, einmal kurz durchatmen und dann von vorne und ich habe gemerkt, das ist jetzt schon nicht der Modus, den ich genieße. Und wenn ich das jetzt die nächsten ein, zwei Führungsebenen noch weiter spinne,
das führt nicht in eine Richtung, die mich glücklich macht. Also irgendwie habe ich mich auf irgendeine Art und Weise da verrannt, obwohl ich viel Geld dafür bekommen habe. Und ich habe dann gleichzeitig noch eine zweite schreckliche Erkenntnis eigentlich gehabt, und das ist, ich verdiene zwar viel Geld, aber ich gebe das einfach alles komplett aus. Also ich bin so gut da drin geworden, in diesen 2 Tagen Wochenenden alles rauszuhauen, was ich die 5 Tage verdient hatte, nach dem Motto, ich habe so wenig Zeit, jetzt muss ich auch maximal viel Spaß haben, dass ich nicht gut mit Geld umgegangen bin und auch einfach keine besonders intelligenten Dinge in Sachen Geldanlage und sowas gemacht habe. Und das war eine relativ harte Bestandsaufnahme, irgendwo mit Mitte, Ende 20. Und dann kam Marco mit dem Thema Immobilien, hat erstmal eine kleine Wohnung gekauft, mir erzählt, warum er das jetzt für total toll hält, mir die Zahlen erklärt. Ich habe das dann für mich selber gemacht, gemerkt, also A, macht mir das Thema Freude, B, machen diese Zahlen eine Menge Sinn. Das ist das Sinnvollste, was ich mit Geld bis jetzt gemacht habe. Und C, ist irgendwie auch cool, das mit Marco zusammen zu machen. Und dann haben wir ein paar Wohnungen zusammen gekauft und gemerkt, dass das funktioniert auch toll, wenn man sich ergänzt. Und dann ist irgendwann diese Immocation-Idee entstanden, weil wir gemerkt haben, es gibt so viele Menschen, mit denen wir darüber reden, und die alle händeringend nach wirklicher Hilfe in diesem Thema suchen, also nach echter Anleitung und Unterstützung. Und damals war das eher noch so ein bisschen so ein elitäres Thema. Ne? Es gab so die Immobilieninvestoren, die waren so ein bisschen unter sich und damit sehr erfolgreich. Und dann gab es 1, 2 mehr schlechte als rechte Bücher dazu, und das war's dann. Ne? Und haben dann gemerkt, ja, vielleicht können wir da wirklich Menschen helfen, einfach nur das, was wir selber jetzt gerade lernen, weiterzugeben. Und wer weiß, vielleicht lässt sich daraus ja ein Unternehmen aufbauen. Und Immocation können wir gleich drüber sprechen, aber wir haben dann die ersten Versuche gemacht. Ganz am Anfang dieses Kalkulationstool habe ich mal gebaut in Excel. Wir haben dann versucht, kann man das verkaufen? Ne? Wollen Leute sich die Arbeit sparen, sowas nachzubauen? Haben dann gemerkt, ja, wir machen da die ersten Umsätze mit und irgendwie die ersten Videos, das erreicht auch Leute. Und dann war irgendwann der entscheidende Punkt an so einem Silvesterabend, hey, mal entweder wollen wir das jetzt wirklich oder wir wollen das nicht, aber viel besser wird die Chance wahrscheinlich für uns nicht, jetzt gemeinsam unternehmerisch mal was zu machen. Und dann hat uns und damit möchte ich aufhören, ein Gedanke eigentlich bewegt. Wenn die meisten Leute, die über Kündigen nachdenken, denken über Risiko nach, habe ich immer das Gefühl. Und ich habe so viel investiert in diese Karriere, und was ist, wenn das schief geht und so weiter. Ich habe dieses Risiko in dem Moment ehrlich gesagt nicht gespürt und mich damit Marco auch immer gegenseitig bekräftigt, weil unser Blick war, so einen tollen Lebenslauf, wie wir haben, so viel, wie wir bis jetzt erreicht haben in so jungen Jahren, was Job und Karriere angeht. Was soll uns passieren? Also das Schlimmste, was passiert, ist, dass wir 1 Jahr lang eine ziemlich tolle Erfahrung wahrscheinlich sammeln dürfen, dass wir damit am Ende wirtschaftlich keinen Erfolg haben, und dann können wir uns auf diesem Arbeitsmarkt die Jobs aussuchen. Es ist völlig problemlos möglich, dass wir einen gleichwertigen oder besseren Job wiederbekommen. Und niemand dreht einem mehr einen Strick daraus, dass man 1 Jahr lang versucht hat, unternehmerisch tätig zu sein. Ne? Und mit diesem festen Glauben im Hinterkopf war das am Ende ein viel kleinerer Schritt, als das erstmal klingt. Und hat sich dann völlig natürlich angefühlt, und ich habe es logischerweise seitdem nie bereut. Ja. Ich glaube sogar, wenn du dir dann einen neuen Job suchen würdest du ja wieder neu verhandeln, und du verhandelst ja dann anders als wahrscheinlich, wenn du in einem laufenden Job da bist. Also wahrscheinlich wird es dir sogar gelingen, noch mehr zu verdienen als vorher, wenn das dein Ziel ist. Ne? Und das Zweite, was mir eingefallen ist zu dem Kalender, das fühle ich auch ganz stark, weil mich hat das immer, ich bin da wie so allergisch inzwischen auch drauf auf zu viele Termine. Ich habe fast so wie so ein Freiheitsgesetz in mir, dass ich sage, ich will nicht mehr als 10 Termine haben, in der Regel in der Woche, ja, weil ich so fremdgesteuert auch im Angestellten-Dasein, ich war ja Vertriebsleiter, da konnte dann, erstmal hatte ich einen Terminierer, der hat mir logischerweise Termine da reingesetzt, ja, dass ich verkaufen konnte. Dann hat aber irgendwie der CEO seine Anliegen gehabt und mir Termine reingesetzt. Dann hat irgendwie der Head of Marketing seine Anliegen gehabt und mir reingesetzt. Ne? Also von allen Seiten wurden mir irgendwie Termine reingedrückt, ja. Und es hat sich für mich so fremdbestimmt angefühlt. Und für mich ist ganz stark dieser Satz, früher haben die Menschen die Peitsche geschwungen, ja, und heute sind das, was damals die Peitsche war, die Terminkalender. Ja. Und so habe ich mich auch gefühlt. Bei dir auch? Volle Elle. Ja, komplett.
Und, und du wirst das genauso wahrgenommen haben, deine individuelle Möglichkeit, dagegen etwas zu tun, ist in so einer Organisation sehr, sehr eingeschränkt. Also, du kannst ja nicht dem Führungsgremium Deutschland mitteilen, sorry, also ich habe jetzt diese Woche ehrlich gesagt genug im Kalender, ich komme da jetzt nicht. Ne? Und ab einer gewissen Ebene habe ich das Gefühl gehabt, hast du ja nur noch diese Art von Termin, wo also immer die glasklare Erwartungshaltung ist, natürlich musst du da dabei sein, sinngemäß sei froh, dass du da eingeladen bist. Aber du bist noch nicht an einem Punkt, wo du selber entscheiden könntest, dass diese Dinge nicht nötig sind oder nicht stattfinden müssen. Und genau das ist ja das Tolle daran, unternehmerisch tätig zu sein, weil du diese Entscheidung jeden Tag, jede Woche aufs Neue selber treffen darfst. Also ich, genau wie du, ich habe eine Riesenaversion gegen Termine. Und ich glaube, für die Komplexität von Organisationen, die wir mittlerweile haben, habe ich unglaublich wenige Einträge in meinem Kalender. Also ich glaube, dass ich eher 2 oder 3 echte Termine in der Woche habe, wenn nicht mal irgendwie wir gerade einen Workshop haben, einen Strategie-Workshop oder sowas. So, und keine Jure-Fixes, also nicht diese, wir treffen uns mal einfach, damit wir regelmäßig sprechen, Termine und solche Sachen. Und wenn dann halt anlassbezogen mit einer echten Agenda, weil es genau für ein Thema gerade nötig ist und so, also ja, bin ich voll bei dir. Ja. Ja. Und diese Excel-Tabelle, ja, die ist ja fast schon eine Legende, glaube ich. Also ich kann mich früher daran erinnern, wie die dann auch immer rübergeschickt wurden. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Hier, guck mal hier, ich habe ein Objekt gefunden und ich habe es schon mal mit der Immocation Excel hier aufbereitet. Ja, also die kenne ich tatsächlich gut, diese Excel. Wie ging es dann jetzt los? Also war das Buch zuerst, war die Excel zuerst und wie ging es dann quasi weiter hin zu einem richtigen Unternehmen? Es ist im Prinzip parallel entstanden. Es gab eigentlich so 2 Streams. Ich als Finanzer, das erste, was ich machen musste, um Immobilien zu verstehen, war eine Excel-Tabelle bauen. Ne? Also irgendwie aus diesen Zahlen, die der Marco wirklich quasi in so einer Kneipe, wo wir zusammen saßen, auf einen Zettel gekritzelt hatte. Daraus musste ich etwas bauen, mit dem ich spielen kann und dass das für mich greifbar ist. Da ist die Excel-Tabelle raus entstanden. Ich habe dann anfangs tatsächlich einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf YouTube veröffentlicht, wie man die nachbauen kann. Ich habe einfach quasi Videos aufgenommen, ich glaube, die gibt es sogar noch. Das hieß damals Excel für Immobilien, glaube ich, war das. Und habe gesagt, hey, jeder, der will, kann das gerne nachbauen. So sieht's aus, wenn es fertig ist, ist ziemlich cool und hier könnt ihr es nachbauen. So habe gedacht, darüber kriege ich vielleicht ein bisschen Reichweite und Interesse. Ja, dann daraus habe ich bemerkt, ja, mich schreiben halt Leute an und sagen, ist alles toll, ich freue mich auch, dass ich es kostenlos nachbauen kann, aber ich habe die Zeit nicht, kannst es mir einfach fertig schicken, ich gebe dir ein bisschen Geld für. Ne? Das war der eine Stream, der entstanden ist. Und der zweite ist Marco, der natürlich völlig anders an dieses Thema rangeht. Marco ist Vertriebler, der denkt in Geschichten und bis heute auch bei Immocation immer in Inhalten und dem, was man erzählen kann. Und der hat halt angefangen, das Ganze aufzuschreiben. Es gab dann irgendwann mal eine PowerPoint-Präsentation mit, ich glaube, 150 Folien oder sowas, wo wir Schritt für Schritt das Thema Immobilien erklärt und in die Umsetzung reingeführt haben. Dann haben wir gemerkt, PowerPoint ist jetzt irgendwie ein bisschen Konzerndenke. Also was sollen wir jetzt mit dieser Präsentation? Ne? Dann hat Marco angefangen, dieses Buch zu schreiben, hat dann irgendwann gemerkt, das ist verdammt viel Arbeit. Und es wurde aber nach und nach das, was dann später wirklich zu veröffentlichen war. Da haben wir ein bisschen Ping-Pong mitgespielt. Und parallel dazu ist aber eigentlich das passiert, was wahrscheinlich dann der viel größere Moment für uns war, nämlich dass wir entdeckt haben, es gibt YouTube und da gibt es eine ganze Generation oder 2 Generationen, die dieses Format gerade für sich entdecken, also die verstehen, da kann man nicht nur Katzenvideos schauen, sondern da kann man ernsthaft Dinge fürs Leben lernen und wirklich Zeit mit irgendwelchen Kanälen verbringen, die einen weiterbringen. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es so ein bisschen Alex Fischer, der so seine Videos gemacht hat, der aber auch schon ein bisschen, also so irgendwie Immobilien, aber irgendwie auch Unternehmertum, irgendwie auch so ein bisschen Lebensweisheiten und so ein bisschen wenig fokussiert auf das Thema. Und auch von der Ansprache nicht das war, was wir irgendwie gebraucht hätten und haben dann gesagt, komm, lass uns einfach das, was wir können, auf Videos aufnehmen und lass uns einen YouTube-Kanal aufbauen. Ne? Und diese 3 Streams, Excel, an dem Buch arbeiten und dieses Videothema, das war alles so ein bisschen parallel. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir gekündigt haben, hat nichts davon auf eine Art und Weise funktioniert, dass wir davon hätten leben können. Wir haben dann rumexperimentiert mit, können wir ein bisschen Geld für Werbung ausgeben, lässt sich darüber
lässt sich darüber diese Excel-Tabelle verkaufen, weil das war das Einzige, wo wir wussten, da können wir irgendwie ein paar Euro mit verdienen. Dann haben wir herausgefunden, okay, es gibt Wege, 100 Euro in Werbung zu stecken und damit 200 Euro Umsatz zu machen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir 500 Euro ausgegeben, haben gemerkt, okay, wir machen auch 1000 Euro Umsatz. Dann waren wir völlig euphorisch, haben dann gemerkt, nach 2 Wochen bricht das alles in sich zusammen. Man braucht neue Werbeanzeigen und neue Reichweiten. Also haben da viel mit experimentiert, aber irgendwann schon so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Ne? Also wir glauben daran, das kann funktionieren. Jetzt lass es uns ernsthaft versuchen. Und dann haben wir uns im Prinzip das ganze Jahr 2017 mit wirklich, also im absoluten Vollgasmodus, ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so viel gearbeitet wie zu der Zeit, darauf fokussiert, alle diese Dinge gleichzeitig zu machen. Also jede Woche Videos zu veröffentlichen und jede Woche uns neue Dinge zu überlegen, für die Menschen sich interessieren könnten, irgendwelche Checklisten, irgendwelche Bewertungstools und so weiter, das Buch fertig zu schreiben und zu veröffentlichen. Jetzt weißt du selber, nur weil du ein Buch hast, liest das keiner. Jetzt ist die nächste Frage, wie kriegst du Menschen dazu, dass sie das interessiert? Ne? Dann herausgefunden, okay, die eigentliche Währung, die du in so einem Online-Unternehmen hast, ist eigene Reichweite, also am besten ein E-Mail-Verteiler, weil den kann dir keiner wegnehmen. Also wie sammelt man E-Mail-Adressen? Was muss man Leuten anbieten, damit sie einem eine E-Mail-Adresse geben? Was muss man denen für Sachen schicken, damit sie dabei bleiben und das dauerhaft interessant finden? Ne? So, haben uns in all diese Dinge quasi reingearbeitet und daneben diese Community aufgebaut. Wir haben dann damals Facebook, also heute bewegen sich wahrscheinlich viele Leute unserer Generation auf anderen Plattformen, aber damals war Facebook noch relativ neu und wirklich ein Ort, an dem vernünftig miteinander umgegangen und diskutiert wurde. Ne? Also haben wir da eine Immocation-Seite, eine Immocation-Gruppe aufgebaut, haben wirklich Stunden über Stunden mit den Leuten da diskutiert, über Immobilienthemen, auf Fragen geantwortet, versucht denen zu helfen, also wirklich Nähe zu den Menschen gesucht, um zu verstehen, was ist denn das, womit wir Immocation vielleicht wirklich irgendwie dauerhaft mal groß machen können, weil dass das dauerhaft ein Business mit Excel-Tabellen ist, war uns auch klar, dass das nicht die Antwort sein kann. Und dann würde ich mal sagen, so Ende 2017, zu vorstellen, sind immer noch Marco und ich alleine. Wir verkaufen redlich Excel-Tabellen, geben aber auch relativ viel Geld davon für Werbung aus. Also machen so ein kleines bisschen Überschuss, können uns mit Mühe und Not eine erste virtuelle Mitarbeiterin leisten, die uns so ein paar Stunden mit E-Mails zur Hand geht und haben einen YouTube-Kanal, der okay wächst, aber noch immer sehr klein ist. Ne? In dem Zustand waren wir und sind dann auf eine Reise gegangen mit unseren Frauen nach Asien, sind durch Vietnam und Kambodscha gereist und haben uns als Aufgabe mitgenommen, in diesen 2 Monaten wollen wir uns überlegen, wohin eigentlich Immocation sich entwickeln muss, damit das erfolgreich und groß werden kann. Und haben dann eine ganz entscheidende Erkenntnis gehabt. Marco und ich sind begeistert von Immobilien und haben mit Sicherheit auch eine Menge darüber gelernt, aber wir sind keine Profis und wir verstehen uns im Übrigen auch bis heute nicht als Immobilienprofis. Es gibt Leute, die machen das seit 30 Jahren, die sind Bausachverständige oder haben schon 200, 300 Immobilien saniert, was auch immer. Wir können gut darüber reden, verstehen die Zusammenhänge, aber sind keine Profis. Und wir haben gemerkt, was die Leute brauchen, ist echte Hilfe bei der Umsetzung. Die brauchen in diesen entscheidenden Momenten, wo sie wirklich ein Haus kaufen, wo sie wirklich eine Sanierung kalkulieren müssen, wo sie wirklich den Notarvertrag vor sich liegen haben, wo sie wirklich mit dem Mieter in irgendeinen Clinch, also da brauchen sie Unterstützung von jemandem, der das schon 100-mal getan hat. Und das können nicht wir sein. Und wir können diese Dinge auch nicht vernünftig erklären. Wir können uns nicht hinsetzen und uns erst die juristischen Details selber anlesen mit irgendwelchen Haufe-Artikeln und danach in einem Video so tun, als ob wir da die Profis sind. Das ist nicht authentisch. Und daraus ist dann die Idee entstanden, lass uns das nicht alleine versuchen, sondern lass uns Menschen finden, die Lust haben, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Und ist Marco danach auf eine Reise gegangen und hat quasi in üblicher Sales-Manier mit so einem PowerPoint-Deck pitchend quer durch Deutschland verschiedenste Leute besucht. Und daraus ist dann das erste 12-Mann starke Immocation-Coaching-Team geworden. Die Menschen, mit denen wir fast mit allen, die damals dabei waren, bis heute zusammenarbeiten, jetzt mittlerweile seit 7 Jahren und mit denen gemeinsam dann dieses Ausbildungsprogramm, also die Masterclass entstanden ist, die dann Immocation auf eine völlig neue Ebene bewegt hat. Und ich würde sagen, dass diese Erkenntnis und
der, der Wille und die Bereitschaft dann auch zu teilen, also auch unternehmerisch den Erfolg hinterher zu teilen. Ich glaube, das war der wichtigste Moment dieser ersten 1, 2 Jahre wahrscheinlich für uns. Ne? Ja. Ja, krass. Da hast du im Grunde so 2 Fragen auch gleich beantwortet, die mir in den Kopf geschossen sind. Nummer 1 eben gerade, woher ihr sozusagen auch das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und den Selbstwert dann hattet, zu sagen, hey, wir werden jetzt quasi der Anbieter für Immobilien, Learnings, Coachings, wie auch immer man das bezeichnen mag, obwohl ihr ja selbst jetzt auch noch nicht die sagen wir mal, die übertriebenen Profis wart, ja, die irgendwie schon im Leben 500 Einheiten gekauft haben und alle Sanierungen einmal durch und so weiter. Und die zweite Frage, die ich immer oder die ich selbst ja schon erfahren habe, weil ja einige von den Menschen, die du da gerade beschrieben hast, also die dann auch Immocation Coach wurden, die waren bei mir im Podcast. Ich habe sie auch schon persönlich kennengelernt und bei mir war immer so der erste Impuls, wow, Alter, wie haben die das denn geschafft, dass so eine Kanone hier dort quasi bei Immocation als Coach dann auch überhaupt fungiert, weil der Mann ist ja mehrfach finanziell frei, ja, der hat ja so viele Einheiten, der hat ja wahrscheinlich schon auch noch einiges zu tun im Leben. Warum macht der das denn? Also da mal die Frage an dich, wie habt ihr denn das geschafft? Also erstmal, ich möchte den Punkt nochmal unterstreichen. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt 6 kleine Wohnungen gehabt. Wir waren überhaupt keine Immobilienprofis, ne? Und das sehen wir auch bis heute so. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, was wir sind, ist sehr erfolgreiche und sehr erfahrene Online-Unternehmer. Ich glaube, wir verstehen, wie Online-Business funktioniert. Und zwar besser als die allermeisten Menschen in Deutschland. Das ist das, was Marco und ich wirklich sind und können. Und wir verstehen, wie Content, wie Inhalte funktionieren, wie Reichweiten funktionieren, ne? Diese Dinge, wie Werbung funktioniert. Dass wir das Ganze im Immobilienbereich machen, ist eine große Leidenschaft. Wir haben da sehr viel drüber gelernt, aber wir sind noch immer meilenweit davon entfernt, Profi-Investoren zu sein. Ne? Das wird uns manchmal vorgeworfen. Ich sehe da ehrlich gesagt sogar eine große Stärke drin, weil wir dadurch ein bisschen Abstand davon haben und sehr gerne anderen die Bühne geben, wenn es dann in diese Details reingeht. Warum haben das diese ersten 12 Coaches gemacht? Ich glaube damals, und jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die damals am Anfang dabei waren und denen, die später dazu gekommen sind. Viele von denen damals fanden diese Idee faszinierend und haben daran geglaubt, wie wir, dass da im Internet jetzt etwas entstehen wird, dass da Communities entstehen werden, dass da eine Begeisterung für dieses Thema entstehen wird, dass da eine Plattform entstehen kann, die sehr, sehr groß sein kann und dass das mit Sicherheit für den eigenen Lebensweg, für die eigenen Möglichkeiten in der Immobilienbranche, für die Wahrnehmung in dieser Branche eine tolle Chance sein kann, wenn das wirklich funktioniert. Das ist, glaube ich, die eine Dimension. Und ich glaube, die zweite Dimension ist, dass ganz viele, gerade von denen, die selber schon damals sehr weit waren mit Immobilien, auch einfach das Gefühl und das Bedürfnis hatten, mal etwas zurückzugeben. Und dass das etwas Schönes sein könnte. Ne? Mir fällt jetzt zum Beispiel Daniel ein, der damals jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft und saniert hat und damit aus unserer Perspektive unvorstellbar viel Geld verdient hat. Und einfach ein toller Typ ist, der auch Freude daran hat, über diese Dinge zu reden und das weiterzugeben, ne? Und einfach Menschen bei diesen Sachen zu helfen. Und da gab es aber nicht so viele Möglichkeiten damals. Also es gab halt diese eher elitären, in sich geschlossenen Kreise, da kannte man sich dann irgendwann auch. Und sowas aber öffentlich zu machen, diese Geschichte zu teilen, dafür auch eine Anerkennung öffentlich zu bekommen, auch mit Zahlen mal offen umzugehen und zu sehen, wie Menschen darauf reagieren, das war halt relativ neu. Und ich glaube, das hat viele von denen fasziniert. Wenn du jetzt ein bisschen weiter springst, also am Ende hat Marco einfach einen gigantischen Sales-Job gemacht. Ne? Ich meine das völlig ernst. Der hat wirklich einfach mit dem Pitch-Deck die Leute überzeugt, ne? dass das geil wird. So, ne? Und dann sinngemäß, wenn er einen überzeugt, hat er gefragt, aber kennst du nicht noch vielleicht irgendeinen, der auch cool ist, den wir noch fragen könnten? Also das ging auch so ein bisschen über Eck dann. Ne? Dann meistens haben wir noch mit einem noch ein oder zwei andere gecasht. So.
Ja, und dann je größer und bekannter Immocation wurde, desto mehr war den Leuten, glaube ich, dann klar, in was für ein System sie da dann reingeraten. Ne? Also war, glaube ich, ein bisschen berechenbarer. Also da lässt sich dann schon auch gutes Geld verdienen. Und ich glaube, das ist auch völlig legitim, dass Zeit, die ich irgendwo investiere, auch auf diese Art und Weise wertgeschätzt wird, weil ich auch als Profi-Investor, als Entwickler immer Opportunitätskosten habe. Ich könnte ja auch einfach Projekte in dieser Zeit machen. Und dass Immocation aber auch auf der anderen Seite eine Größe erreicht hat und auch einen Ruf erreicht hat, dass das der eigenen Wahrnehmung in der Branche halt wahrscheinlich auch positiv zuträglich ist, ne? Dass das cool ist, Teil davon zu sein. Und am Ende gibt's halt irgendwie diesen relativ kleinen Club von so um die 20 Leute, mit denen wir gemeinsam dieses ganze Immocation-Business und diese ganze Masterclass und alles das machen. Und du bist halt einer von diesen 20 Leuten, die dann auch auf der Bühne beim Festival stehen und so weiter und so fort. Oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es schon deutlich schwieriger, würde ich mal sagen, so eine Reichweite, so eine Wahrnehmung und so weiter in dieser Branche zu erreichen. Das ist nicht unmöglich, aber da gehört dann eine ganze Menge dazu. Das muss man halt auch wollen. Und ich glaube, wir bieten halt auch eine ganz tolle Gemeinschaft an. Ich glaube, es ist auch, wir alle freuen uns unheimlich immer miteinander zu arbeiten. Jeder hat eine große Wertschätzung für das, was die anderen eigentlich für krasse Typen und für krasse Mädels sind so. Und es ist ein bisschen auch wie so eine tolle Mastermind, wo man dann, wenn man da einmal reingeschnuppert hat, auch irgendwie gerne Teil davon bleiben möchte, habe ich immer das Gefühl. Ne? Und wahrscheinlich so ein großes Zusammenspiel von all diesen Dingen. Ja, ich glaube tatsächlich ganz viel Anerkennung und Wertschätzung, weil ich glaube, dass diese Menschen, die ja nicht so in unserer Gesellschaft sonst kennen, ja, weil wie geht man so mit großen Immobilieninvestoren um in unserer Gesellschaft, ja? Sind die jetzt, wird da geklatscht und gesagt, ey, super, ja, was ihr leistet, dass ihr Wohnraum schafft, ja? Sondern, ich sag mal, die mediale Stimme ist ja etwas anderes in unserer Gesellschaft, ja. Und ich sehe das ja auch bei meinen Events, wenn dann, weiß ich nicht, ein Matthias Beerbaum, der irgendwie über 2000 Einheiten hat, der ist auf einem DWS-Event, ist der wie Britney Spears auf ihrem eigenen Konzert, ja. Also da tummeln sich Scharen um ihn herum und haben Fragen und wollen ein Foto und so weiter. Das ist ja im Grunde ein Bild, das kennt der Mann gar nicht. Ja, vielleicht, genau. Wir schaffen vielleicht so Mikrokosmos, wo das cool ist, was sonst teilweise verpönt wird. Ja, genau. Also ich habe eine, und Marco ganz genauso, glaube ich, ne, wir haben eine riesige Verbundenheit zu diesen Leuten. Uns verbindet mit ganz vielen von denen eine Freundschaft, würde ich sagen. Ich verspüre eine unglaubliche Dankbarkeit für das Vertrauen, das die uns entgegengebracht haben, dass die der Marke Immocation entgegengebracht haben, dadurch, dass sie Teil davon geworden sind. Und eine riesige Dankbarkeit für das, was die auch allesamt tagtäglich für dieses Projekt, was wir gemeinsam haben, tun. Ne? Also es ist, glaube ich, wirklich es ist eine ganz tolle gemeinsame unternehmerische Reise auf Augenhöhe von uns allen. Also das ist, und ich glaube, das prägt auch das Miteinander bei uns und führt dazu, dass wir uns wirklich als ein tolles Team irgendwie verstehen. Ne? Und das ist immer ein bisschen wie Klassentreffen, wenn wir bei irgendwelchen Workshops aufeinandertreffen. So, ne? Mit jedem teilt man irgendwelche Kriegsgeschichten aus den letzten Jahren so und es ist einfach, ja, es ist schön, es ist wirklich toll. Und wo steht ihr heute als Unternehmen? Also kannst du mal so ein paar Zahlen vielleicht auch teilen? Ja, willst du über Finanzen oder über die Community sprechen? Ist egal. Beides, ne, dass man einfach sieht, ich finde ganz spannend, ne, du hast so diesen Excel-Tabellenverkäufer, ja, hin zu jetzt, wo stehen wir heute? Ich meine, Immocation ist eine GmbH, insofern sind die Abschlüsse am Ende öffentlich, ne? Deshalb erzähle ich jetzt auch keine Geheimnisse. Aber also Größenordnung zweistelliger Millionenumsatz im Jahr und jetzt auch nicht nur genau 10 Millionen. Also das ist schon ziemlich krass groß geworden. Die Masterclass ist natürlich ein Teil davon, ist aber auch bei weitem nicht das ganze Business, sondern es gibt ganz viele Dinge, die dazu beitragen mittlerweile. Und eine ganz ordentliche Profitabilität, von dem viel auch an die Coaches geht. Wir sind gemeinsam Unternehmer, also wir teilen uns auch das Geld, was verdient wird. Aber auch für Marco und mich bleibt da viel Geld über. Also wir verdienen mit Immocation mehr Geld, als wir jemals zu träumen gewagt hätten und als auch in irgendeinem Szenario möglich gewesen wäre mit einer Konzernkarriere. Also auch
auch als Vorstand in den Unternehmen, in denen wir gewesen sind, hätten wir dieses Geld wahrscheinlich nicht verdient. Ne? Und haben dazu natürlich die sensationelle Kombination bei Immocation, dass wir, während wir tolles Geld verdienen, gleichzeitig den ganzen Tag in diesem Immobilienthema unterwegs sind. Ne? Also quasi jeder Kontakt, den wir haben, jedes Netzwerk, das wir uns aufbauen, zahlt sich eigentlich immer doppelt aus. Einmal, weil es für Immocation gut ist und auf der anderen Seite, weil es ein Ort ist, an dem wir selber dann unser Geld toll investieren können. Weil wir erzählen ja aus absoluter Überzeugung davon, dass Immobilien, also und glaube ich, gehört immer dazu, Aktien genauso, ne? Eine tolle Geldanlage, aber Immobilien ganz spezielle Vorteile haben und wir da riesen Fans von sind und genau das leben wir. Das heißt, alles, was wir verdienen, stecken wir seit der Gründung von Immocation konsequent in Immobilien und haben uns da über die Zeit jetzt was Großes aufgebaut, was für uns mittlerweile mindestens genauso bedeutsam ist wie Immocation als Unternehmen. Ne? Das ist cool. Wir haben uns damals mal vorgenommen, wir haben das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen genannt. Also wir wollten das alte Konzerngehalt, was wir damals mit 60 Stunden Führungsjob irgendwie verdient haben, das wollten wir als passives Einkommen aus Immobilien wieder haben. Also als Cashflow nach Steuern im Hier und Jetzt. Das haben wir würde ich mal sagen, vor 1,5, 2 Jahren abgeschlossen, also den Einkauf der Objekte abgeschlossen. Jetzt sind wir teilweise noch in den Entwicklungsphasen drin, aber die Objekte sind da und bald fertig. Ja? Machen jetzt relativ intensiv Aufteilergeschäft, Handelsgeschäft und solche Sachen. Und wenn wir sagen, die Kombination hat uns wirtschaftlich an den Punkt gebracht, dass wir sehr wohlhabend sind und alles uns im Leben erlauben können, was wir uns jemals irgendwie erträumt haben. Also es ist Wahnsinn, wie sich diese unternehmerische Reise ausgezahlt hat und sich am Ende auch jeder Aufwand dafür gelohnt hat, ne, aus der finanziellen Perspektive. Und wenn du jetzt derart finanziell frei bist, was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Ja, da kommt jetzt eigentlich der zweite Teil der Antwort. Ne? Das ist jetzt erstmal Finanzen. Ich finde, es wird immer viel zu wenig offen über diese Dinge geredet. Deshalb habe ich das jetzt ganz bewusst so getan, weil auch bei Immobilien viele Leute irgendwie so immer unter verschlossener Hand und nur so halbgar erklären, was sie jetzt wirklich verdienen oder nicht. Wir machen das genau andersrum. Wir legen quasi einmal im Halbjahr turnusmäßig alles offen, was wir machen, weil wir diese Transparenz toll finden. Das, was aber eigentlich das ist, was uns antreibt bei Immocation, ist unverändert seit Anfang an, dass es uns eine Riesenfreude macht, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Also ich finde das bis heute so toll, wenn ich jemandem begegne, der mir nach 2, 3 Jahren im Immobilienthema erzählt, Stefan, du glaubst nicht, was passiert ist. Ne? Damals habe ich eure Videos angefangen zu gucken und habe mir vorgenommen, ich möchte irgendwann mal 5.000 € im Monat als Cashflow aus Immobilien haben und habe gedacht, ich brauche dafür 10 Jahre und ich habe das jetzt gerade mit dem Kauf vom letzten Objekt geschafft und das hat sich in meinem Leben verändert und ich mache jetzt nur noch Teilzeit oder ich mache das jetzt mit meiner Frau zusammen und wir beide sind da so bei. Diese Geschichten, das hat mich von Anfang an fasziniert, weil wir es selber erlebt haben und ist dann einfach toll ist zu sehen, dass das Thema Immobilienleben verändern kann und positiv beeinflussen kann. Und das macht mir bis heute eine Riesenfreude. Und es gipfelt für mich ganz persönlich, du warst ja selber da, jetzt im Moment dann einmal im Jahr auf dem Immocation Festival. Also da auf der Bühne stehen zu dürfen, ein paar Worte zu sagen und dann einfach zu sehen, wie da mehrere tausend Menschen zusammenkommen, Gleichgesinnte, die sich für dieses Thema begeistern und Dinge tun, die die allermeisten Menschen in Deutschland irgendwie weder nachvollziehen können, noch irgendwie auf die Kette kriegen oder so. Und zu wissen, das haben wir aufgebaut. Das gäbe es nicht, wenn wir damals nicht angefangen hätten, diese Videos zu drehen und die Dinge zu tun, die wir getan haben. Das ist für mich eine Riesenerfüllung. Ne? Und das macht mir bis heute großen Spaß. Genauso wie Unternehmer sein, also im Sinne von gestalten und coole neue Projekte mir auszudenken und dann zu sehen, dass das wirklich passiert. Ne? Also jetzt nicht den 10. Jahresabschluss und nicht irgendwie die 3. Betriebsprüfung oder sowas. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen notwendiges Übel. Aber diese unglaubliche Freiheit zu haben, ich kann alles anfassen, was ich möchte.
und kann einfach gucken, was da draus wird und kann das mit Energie und im Zweifelsfall auch mit Geld versorgen und dem Thema eine Chance geben und gucken, ob ich da was Cooles draus denke. Das ist auch was mir bis heute einfach eine große Freude macht. Ne? Wenn du dir unser Organisationschart oder unser Diagramm anschaust, ich weiß nicht, wie viele GmbHs wir mittlerweile haben. Es ist toll, einfach so an Projekten beteiligt zu sein, sich an anderen unternehmerischen Reisen zu beteiligen, die mit zu beeinflussen, irgendwo auch Denkanstöße geben zu dürfen und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, am Ende auch mit zu profitieren, wenn was funktioniert und so. Also dieses Multi-Unternehmertum, das ist, glaube ich, auch was mich bis heute sehr, sehr fasziniert. So, ja. Quasi Live-Goal, nicht zu wissen, wie viele GmbHs man besitzt. Nee, überhaupt nicht Live-Goal. Aber ja, an vielen solchen Reisen beteiligt zu sein, ne? Das fasziniert mich. Ja. Und wenn auf der einen Seite dich das so krass erfüllt, dann so eine Geschichten zu hören wie, ja, ich habe das geschafft, ich bin in die Umsetzung gekommen, ich habe den und den Cashflow erzielt, ich habe den und den Gewinn erzielt und durch euch, ihr habt mir den Impuls gegeben. Wie gehst du denn damit um, dass eben, ich kenne jetzt eure Quote nicht, aber es gibt ja, glaube ich, in jedem Coaching-Bereich Leute, die irgendwas buchen, anfangen, dann aber gar nicht umsetzen, ja. Also ich glaube, das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. Ich habe letztens mal jemandem gesprochen, der hat ein Coaching gekauft, das hat, glaube ich, 24.000 Euro gekostet und er hat mir erzählt, dass er noch gar nicht angefangen hat, obwohl das schon vor 4 Monaten gestartet ist. Und dann meinte ich, was, wie kannst du denn sowas machen? Warum buchst du? Also es ist für mich quasi unvorstellbar, undenkbar, wie man so umgehen kann. Aber wie gehst du mit der Perspektive um? Also ich habe eine Überzeugung oder wir haben eine Überzeugung, der Marco und ich gemeinsam und am Ende auch alle, die wir bei Immocation unterwegs sind. Und zwar, dass niemand dich von deiner Aufgabe befreien kann, für deine persönlichen Finanzen und deinen wirtschaftlichen Erfolg selber auf dem Driver's Seat zu sitzen. Also du kannst dir gute Hilfe suchen, du kannst ein Coaching buchen, du kannst ganz, ganz viele Dinge machen, aber ganz am Ende ist es deine persönliche Verantwortung, die du nicht abgeben kannst, die Dinge umzusetzen, auf deine Lebenssituation zu übertragen und ins Handeln zu kommen. Wir haben natürlich den Anspruch, dass jeder, der bei uns ernsthaft Geld ausgibt, und ich spreche jetzt mal nicht von den 99%, die Videos gucken und am Ende irgendwie dann es zu gemütlich auf dem Sofa finden und danach dann doch wieder Katzenvideos oder Fußball oder sonst was gucken und damit gar nichts machen. Es ist erschreckend, wie viele Leute das sind, die im Grunde verstehen, dass sie was tun müssten und dass Immobilien eine tolle Idee sind, aber dann gar nichts machen. Natürlich ist unser Anspruch von denen, die sich mit uns auf die Reise begeben, so viele wie irgendwie möglich davon auch wirklich ins Ziel zu tragen. Und wir reißen uns dann ein halbes Bein aus. Also wenn du bei uns in Monat 1 nicht erscheinst bei einem Webinar, dann rufen wir dich an und nerven dich, bis du im nächsten Webinar bist. Ja? Aber natürlich gibt es die Menschen, die das aus den Augen verlieren, bei denen sich Lebenssituationen ändern, Prioritäten ändern oder die irgendwann einfach merken, boah, es ist mir einfach zu viel, es ist mir zu anstrengend, ich will das nicht, es fühlt sich für mich nicht gut an, ich habe die Frustrationstoleranz nicht, die es braucht, wirklich das erste Mal eine Immobilie zu finden, die dann funktioniert. Ne? Ich bin irgendwie nach 2 Wochen Immobilien-Scout, bin ich mit meiner Energie am Ende und ich mag nicht mehr und so weiter. Da ist es dann aber irgendwann ehrlich gesagt auch schwer und es tut mir dann auch nur bedingt leid für die Leute. Wieder siehe das, was ich gerade gesagt habe, weil geschenkt kriegst du es nicht und die Erwartungshaltung zu haben, ist, glaube ich, keine gute Lebenseinstellung, dass ich ohne Energie überdurchschnittlich erfolgreich mit irgendwas werde oder nur weil ich irgendwo Geld ausgegeben habe, jetzt irgendwer anders für mich diesen Job macht. Ne? Ich bin überzeugt davon, das gilt nicht für das Thema Finanzen, genauso wenig wie du das Thema Gesundheit an einen Arzt delegieren kannst oder das Thema, ich weiß nicht was, ne, Lebenszufriedenheit lösen kannst, nur indem du an irgendwelchen Programmen teilnimmst. Du musst es wollen und du musst immer noch Coaching und Ausbildung, was auch immer hin oder her, bereit sein, sehr, sehr viel Energie und Leidenschaft in ein Thema zu stecken, um es einmal ans Laufen zu kriegen. Und das Tolle ist, und das ist das, was ich immer versuchen würde, den Leuten zu erklären,
der Anfang ist am schwersten. Ne? Das erste Mal ist am schwersten. Die erste Immobilie ist am schwersten. Das erste Mal Akquise machen ist am schwersten. Es wird alles einfacher, wenn du es einmal getan hast. Ich kenne niemanden, der eine Immobilie gekauft hat, also nicht niemanden, aber fast niemanden, der sich vorgenommen hat, 5 Immobilien zu kaufen, dann eine kauft und dann nicht weitermacht. Weißt du? Die dies einmal gemacht haben, die wissen, ich kann das. Ich bin eine Person, die macht das. Ich kriege das hin und ich mache das wieder. Ja, und die große Kunst ist, sich selber so im Griff zu haben, dass man auf diesem Weg nicht aufgibt. Ne? Aber ja, kannst nicht jeden Ziel tragen. Ne? Und du hattest ja gesagt, ne, ihr seht euch als Online-Unternehmer und nicht als Immobilienprofis. In diesem ganzen Weg, den ihr jetzt hinbekommen habt, unternehmerisch als Online-Unternehmer, was sind die wichtigsten Learnings auf diesem Weg, die dir so spontan einfallen? Da gibt es ja wahrscheinlich Hunderte, Tausende, ja. Aber was ist so richtig kleben geblieben, was dir sozusagen sofort in den Kopf schießt? Im Bereich Online-Unternehmertum? Ja. Okay, du brauchst eine eigene Reichweite, die dir niemand wegnehmen kann. Was im Kern eigentlich bedeutet, du brauchst einen E-Mail-Verteiler. So abgedroschen E-Mail auch mittlerweile ist, aber das ist das Einzige, was dir niemand wegnehmen kann. YouTube kann einen Algorithmus ändern, Facebook eine Seite löschen, WhatsApp kann irgendwelche Regeln einführen, dass du keine Nachrichten mehr an mehr als 100 Leute schicken kannst. Ne? Das könnte ich jetzt mit jeder Plattform durchgehen. Wenn du 300.000 E-Mail-Adressen hast, hast du 300.000 E-Mail-Adressen. Den kannst du auch heute in 10 Jahren noch schreiben. Ne? Punkt 1. Also eigene Reichweite. Damit das funktioniert, brauchst du wertvolle Inhalte, weil niemand schenkt dir das. Also du musst dich darauf konzentrieren, nicht Werbung zu machen diesen Leuten gegenüber, sondern ihnen einen Grund zu geben, jedes Mal wieder deine E-Mails zu öffnen. Das ist die große Kunst von Content Marketing. Gary Vaynerchuk, absolute Ikone in dem Bereich Online-Marketing, hat das mal in einem Buch auf den Punkt gebracht. Jab, 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 Right Hook. Und das hat uns immer begleitet. Jab, 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 also quasi vorsichtig irgendwie mal nach vorne beim Boxen. Übertragen, Wert liefern, Inhalt liefern. Ganz, ganz oft ganz, ganz tolle, wertvolle Inhalte liefern, die nichts kosten, die keine Werbung sind, um dann ab und zu, wenn du es wirklich mal brauchst, dann aber auch wirklich zuzuschlagen, deshalb der Right Hook, und dann auch echte, voll auf die Nuss Werbe-E-Mails zu schreiben. Dieses einfache Prinzip, also gebe dir Mühe, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen und mache dann Jab, 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 Right Hook, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lektionen für jeden, der online irgendwie ein Business aufbauen will. So, das ist das eine. Das zweite ist, es führt fast kein Weg an Performance-Marketing, also an Geld ausgeben für Reichweite vorbei. Es ist einfach ein völlig normaler Teil von einem Online-Business, dass man einen gewissen Share des Umsatzes bei Facebook, Meta und also bei Meta und Google und was auch immer ausgibt. Wie viel genau und für was für Werbung, das muss man sich, glaube ich, überlegen. Aber der rein organische Aufbau von Reichweite ist etwas, das in den so weit gewachsenen und bereits gesetzten Plattformen, wie wir sie heute überall haben, also mit Facebook, Insta, YouTube und so weiter, nur noch sehr, sehr schwer auf eine Art und Weise möglich ist, dass das planbar dem Skalieren eines Business zuträglich ist. Ne? Also das wäre für mich immer der zweite Punkt. Und der dritte ist, also was du brauchst in dieser vernetzten Welt, wo jeder mit jedem über alles reden und seine Meinung teilen kann, sind echte Fans. Es gab mal einen tollen Blogartikel, war das, glaube ich, der hieß 1000 True Fans, wenn ich es richtig habe. Ne? Und die These war, wenn du es hinkriegst, 1000 echte Fans hinter dir, deiner Idee und deinem Unternehmen zu vereinen, echte Fans, die bedingungslos toll finden, was du da machst, dann reicht das bereits, um daraus ein tolles Unternehmen aufzubauen und zu betreiben. Und diese Idee hat uns auch immer fasziniert. Also wie kriegen wir das hin, dass Immocation keine Kunden hat, sondern dass Immocation wirklich Fans hat, Menschen, die sich wirklich begeistern für das, was wir tun, für diese Idee und so weiter. Und das führt dann sehr weit. Das führt dazu, dass du dir über Werte Gedanken machen musst. Wofür stehen wir eigentlich? Also zum Beispiel für Long Game und nicht für Get Rich Quick, für Driver Seat und nicht für irgendwer nimmt dir das ab und so weiter. Ne? Das ist, du dir sehr viele Gedanken darüber machen musst und das muss sich wie ein roter Faden
durch alles durchziehen, was du tust. Und du darfst da nicht sprunghaft und opportunistisch sein und nur irgendwelchen Gelegenheiten von Monat zu Monat hinterherrennen, wo man jetzt gerade viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, wenn du das machst, hast du eine Chance, über Jahre hinweg etwas aufzubauen, das eine Stärke aus sich heraus und auch eine Resilienz aus sich heraus gegen ganz, ganz viele Dinge, die im Markt passieren können, entwickelt. Ne? Ich glaube, das zu tun, also wirklich eine Marke aufzubauen, die für etwas steht und die echte Fans hat, und sich darauf zu fokussieren, das ist noch ein riesen Baustein. Ne? Versus so ein hartes, ich mache hier irgendwelche komischen Produkte auf Insta, Abverkaufmodus, mir doch egal, ob die Leute hinterher zufrieden sind. So, ne? Das wäre das Gegenstück. Mhm. Ja. Finde ich ganz spannend. Das hat mal der Luca erzählt auf dem Vortrag. Finanzhacker heißt er bei Instagram. Er sprach von raving Fans, also richtig, die so, so aufstehen und jubeln und dich weiterempfehlen, die sehr proaktiv sind. Und ich habe das auch bei Die wichtigste Stunde erlebt. Ich habe teilweise, DWS geht ja jetzt schon ins 5. Jahr im Februar. Und manchmal habe ich Verlängerungen. Und ich frage ja dann auch jeden immer noch selbst, und hast du die Routine weiter durchgezogen, hast du das Netzwerk genutzt? Und dann kriege ich manchmal Antworten und ich weiß gar nicht, wer das ist. Und der ist im 4. Jahr, ja. Und weil das einfach so jemand ist, der so unterm Radar ist, ja, der konsumiert einfach und der feiert das auch extrem, weil er sich sozusagen nur Energie zieht aus dem Netzwerk, ja. Denn der liest mit und zieht dadurch Energie, kommt in die Umsetzung und ist auch bei irgendwelchen Meetings dabei, aber ist im Grunde immer der so still in der Ecke sitzt und zieht, ja. Der wird sozusagen nie so ein raving Fan, ja, weil der ist so ganz, ganz in sich, ganz für sich. Und dann gibt's eben genau die auch, die so eigene LinkedIn-Beiträge über die wichtigste Stunde schreiben, die bei Instagram in ihren Stories irgendwas posten, ja, die das richtig vorantreiben, die DWS weiterempfehlen. Also ich kriege inzwischen, ich würde sagen, eine Empfehlung am Tag, ja. Also schon echt geil. Und das war so ein Effekt. Und ich merke das jetzt gerade bei mir. Also deswegen fand ich die Zahl mit 1000 ganz spannend. Wenn man so 100 Kunden hat, oder in meinem Fall dann auch Mitglieder des Netzwerks, ja, dann, ich weiß nicht, was da gute Quoten sind, aber vielleicht hat man dann, selbst wenn er richtig gut ist, hat man ja wahrscheinlich nur so 10% dieser richtigen krassen Fans, Raving-Fans, ja. Und dann hast du 10 Leute, die dich eben voranbringen. Aber inzwischen, ich habe ja 1400 jetzt, das heißt, wenn die Quote 10% ist, ich weiß nicht, wie hoch die ist, aber habe ich halt schon 140 Menschen, ja, über die ich im Übrigen sehr dankbar bin, ja, weil sonst wäre das gar nicht so zu halten, sonst wäre auch mein Preis gar nicht zu halten. Ich kriege das auch immer mit bei meinen Reisen, ja. Meine Reisen muss ich ja nur bei DWS, meinem Netzwerk zeigen, und dann buchen das ganz viele. Wenn ich das versuche, über Instagram mal zu sagen, hey, ich mache da eine Reise, boah, ist das zäh, da überhaupt eine Reise zu verkaufen. Ich müsste wahrscheinlich 1000 Euro Werbebudget haben, um eine Reise zu verkaufen, ja. Und das macht es überhaupt mir nur möglich, dass es diese Menschen gibt, ja, diese Fans, die das auch weiterempfehlen. Was denkst du, wie viele Raving-Fans habt ihr denn? Das ist unglaublich schwer zu sagen. Also ich würde mal behaupten, die 1000 haben wir geknackt. Aha. Also mir fallen, ich versuche mich gerade gedanklich mal zu nähern, ne? Also es gibt die Menschen, die Masterclass vor Jahren gemacht haben bei uns und die seitdem permanent uns immer wieder bei allen möglichen Veranstaltungen, die wir organisieren oder die sich im Immobilienbereich irgendwie abspielen, wieder begegnen. Ne? So, da würde ich sagen, das sind echte Fans. Also wenn jemand wie der Andy, liebe Grüße gehen raus, ja, seinen Heiratsantrag auf dem Klassentreffen der Masterclass-Teilnehmer macht und mit Immocation-Socken heiratet. Ich würde sagen, sowas ist ein Raving-Fan. Ja. Sehr geil. Oder wenn du Leute hast, die dir am Ende von dem Event sagen, hey, es war mega geil, aber es ist so ein Scheiß, dass das nächste Mal in einem Jahr ist. Könnt ihr nicht irgendwas zwischendurch noch anbieten? Ne? Ich würde sagen, das sind Fans.
und Leute, die sich aufmachen und mit Begeisterung einen Immocation-Stammtisch irgendwo organisieren und sagen, hey, ich habe Bock irgendwie in meiner Stadt diese Marke, diese Community zu repräsentieren und so. Wie viel das genau sind, kann ich dir nicht sagen, aber der Punkt ist, dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken darüber machen und das gelingt uns, glaube ich, wie jedem Unternehmer oder jedem Unternehmen mal besser, mal schlechter, aber wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken darüber, was wir für diese Leute tun können, was für die wichtig ist, was die auch an Immocation schätzen, welche Dinge wir nicht tun sollten, weil es für sie komisch wäre und so weiter. Und ich glaube, dass es sich auf dieses Konzept zu fokussieren, ist wahrscheinlich auf diesen Gedanken ist wichtiger als die konkrete Zahl. Ne? Das ist am Ende auch nur ein Modell. Und was waren da so eure wichtigsten Gedanken zu? Wie kann man diese Menschen jetzt fördern? Wie kann man diese Menschen wertschätzen? Eine Sache, die wir gemacht haben, die Masterclass hat am Anfang mal deutlich weniger Geld gekostet. Das ist irgendwie logisch. Ne? Wir wussten noch nicht, ob dieses Programm am Ende wirklich so gut funktioniert, haben uns auch noch nicht getraut, dieses Selbstbewusstsein noch nicht gehabt und so weiter. Und wir haben aber damals uns entschieden, jeder, der uns diese Wertschätzung gibt und das Vertrauen gibt, da jetzt ganz am Anfang mit dabei zu sein, kriegt von uns das Versprechen, dass alles, was an diesem Programm in den nächsten Jahren an zusätzlichen Dingen kommt, was an Inhalten hinzukommt, was sich weiterentwickelt und sowas, kriegen die einfach immer noch mal hinterhergeliefert. Ne? Also es ist quasi, deren Masterclass wird rückwirkend einfach immer wertvoller und immer günstiger und sie müssen aber nie wieder einen einzigen Euro für diese Dinge bezahlen. So. Und sowas dann, da kommen ja dann viele Einzelentscheidungen, wo du merkst, boah, okay, jetzt hier im Detail, das können wir jetzt schon anders entscheiden, wenn wir das wollen und so. Aber dann jedes Mal wieder zu sagen, nee, komm, wir wollen einfach auch, dass diese Leute auch im Zweifelsfall 4 Jahre danach das Gefühl haben, geil, jetzt kommt da schon wieder irgendwie was. Jetzt kommt da irgendwie ein neuer Videokurs, der nagelneu ist. Ich habe vor 4 Jahren das letzte Mal 1 Euro überwiesen. Cool, dass ich den einfach bekomme. Ne? So solche Sachen. Wir haben dann irgendwann angefangen, ein Klassentreffen zu organisieren, also den Leuten einen Ort zu bieten, an dem sie sich wiedersehen können, aber nicht mit so kalkuliert, dass wir da jetzt irgendwie Profit mitmachen, sondern so kalkuliert, dass das irgendwie eine Nullnummer ist, aber cool, dass ein paar hundert Leute einen Ort haben, an dem sie zusammenkommen können. Ne? Ich glaube, solche Dinge, also zu schauen, dass man diesen Menschen gegenüber sich nicht auf Monetarisierung konzentriert, sondern auf die Frage, wie kriegen wir das hin, mit denen in Kontakt zu bleiben, bei ihnen in guter Erinnerung zu sein und ihnen immer wieder auch irgendwie einen Mehrwert zu bieten, was sie wiederum darin bestärkt, dann auch positiv über die Marke zu sprechen und die Begeisterung für das zu teilen. Ne? Ich glaube, das ist der Punkt. Ja? Also nicht sinngemäß jetzt unternehmerisch der gute Kunde nicht als Melkkuh, aus dem man dann irgendwie alles rauspresst über die Zeit, was irgendwie geht, so im Sinne von Warenkorbmaximierung, sondern eher im Sinne von jemandem, dessen großer Wert für das Unternehmen darin besteht, dass er einfach begeistert und zufrieden ist. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr langfristiges Denken einfach dann unternehmerisch. Und jetzt macht er das ja schon eine ganze Weile auch, Immocation. Wir haben jetzt das Jahr 2025. Ich habe jetzt hier 50 Millionen mitgebracht und würde euch die jetzt anbieten für Immocation. Würdet ihr dann verkaufen? 50 Millionen hast du mitgebracht? Ja, ich bin großzügig. Das ist interessant, weil du mir vorhin erzählt, das Depot jetzt nochmal deutlich gewachsen, ja? In dem Gespräch hier, ne? Also erstmal nein, ne? Wir würden jetzt nicht Immocation einfach verkaufen, weil uns, also mir persönlich, Marco persönlich, viel zu wichtig ist, was Immocation ist, wie Immocation ist und was damit passiert. Weil in dem Moment, wo wir dir das verkaufen, ne, hebst du im Zweifelsfall beliebig von dem Vertrauenskonto ab, das wir mal aufgebaut haben. Und unsere Gesichter stehen da immer noch auf YouTube und so weiter. So, ne? Nee. Heißt das, dass wir niemals auch nur irgendeinen Anteil an Immocation verkaufen würden? Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, sowas komplett zu verneinen, das wäre auch unternehmerisch einfach Blödsinn, so eine Behauptung. Weil jetzt mal angenommen, Immocation wäre 50 Millionen Euro wert, was ich für zu viel halte, aber Immocation ist mit Sicherheit viel Geld wert, ist das ja auch einfach nur jetzt ganz persönlich für Marco und mich eine Frage von der Risikoverteilung in unserem Gesamtvermögen. Wenn einfach ein sehr, sehr großer Teil des eigenen Vermögens in einem einzigen Asset steckt,
jetzt in diesem Moment Immocation, und wir zusätzlich auch noch alles Geld, was wir verdienen, im selben Bereich, in derselben Branche, also auch in Immobilien investieren, muss man sich irgendwann die Frage stellen, ist das so nach Risikoverteilung, Portfoliostrukturierungssicht so clever, oder macht das vielleicht Sinn, an irgendeiner Stelle auch mal Geld ein bisschen woanders zu investieren und möglicherweise dann auch irgendeine, weiß nicht was, ne, eine Minderheitsbeteiligung oder sowas an Immocation von irgendeinem Partner, mit dem wir aber eine gemeinsame Zielrichtung und sowas im Kopf haben und wo sich das im Zweifelsfall auch gegenseitig befruchten kann, zu machen, will ich nicht ausschließen. Ne? Also wäre, glaube ich, Quatsch, sowas auszuschließen. Hängt aber dann im Detail, und das wird, glaube ich, jeder, der so ein Unternehmen aufgebaut hat, verstehen, halt von unglaublich vielen Faktoren ab, bei denen die Zahl mit Sicherheit nicht mal mehr in den Top 3 steht, sondern was ist das für ein Unternehmer oder ein Unternehmen? Was bringt das Immocation als Unternehmen? Warum? Was steckt da für eine Motivation dahinter? Können wir da synchrone Ziele irgendwie erkennen? Haben wir eine Freude an der Vorstellung, mit diesen Menschen unternehmerisch dann zusammenzuarbeiten? Und so. Genau, das führt dann, glaube ich, sehr, sehr weit. Insofern würde ich dir auch bei 50 Millionen jetzt spontan erstmal Nein sagen. Man merkt deine Abneigung meiner Person gegenüber. Ja. Sehr gut. Was würdest du als so die 3 Schlüssel-Erfolgsfaktoren bei eurem Weg sehen? Boah, also bei so Dreierlisten immer schwierig, wenn einem dann als viertes das einfällt, was als Nummer 1 gehört hätte. Ne? Das ist nicht schlimm. Das Erste, was mir einfällt, ist bedingungsloser Einsatz. Ne? Also wir haben uns wirklich aufgearbeitet für dieses Unternehmen. Das ist von außen manchmal für die Leute nicht so erkennbar, die dann glauben, ja, die machen halt irgendwie ein paar YouTube-Videos oder so, aber wir haben beide restlos alles, was wir irgendwie an Energie zu geben hatten, in dieses Unternehmen gesteckt, über Jahre hinweg, und haben das mit allem getan. Also ich habe gearbeitet und geschlafen und das jahrelang, und das war's. Ne? Und Marco ganz genauso. Und ich glaube, das braucht es. Diese Art von Einsatz braucht es, wenn man eine solche Chance wirklich nutzen möchte und etwas wirklich Großes schaffen will. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und das glaube ich, dass wir das getan haben und dass wir nicht versucht haben, irgendwie also dass wir nicht Work-Life-Balance maximal vorangestellt haben die ganze Zeit, war richtig und war langfristig gedacht einfach sauber, ne? Weil jetzt sind wir Mitte, Ende 30 und jetzt kann ich entscheiden, wie viel ich arbeiten möchte oder nicht, und das Unternehmen ist trotzdem da. So, ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, das zweite ist, dass wir immer und bei allem auf Partnerschaften setzen und auf lass uns lieber gemeinsam den Kuchen größer machen und ihn teilen, als dass wir es alleine machen. Das beste Beispiel dafür ist, dass wir mit den Coaches eben wirklich mitunternehmerisch die Masterclass aufgebaut haben. Mit dem Martin Richter haben wir das Steuerprogramm aufgebaut, aber auch, dass wir, was das ganze Immobilienbusiness angeht, quasi alles in Co-Investments machen. Also Marco und mir gehören so gut wie keine Immobilien alleine oder zu zweit, sondern wir machen das immer in Partnerschaften, in denen sich Stärken ergänzen und in dem jeder etwas einbringt, das ihm leicht fällt oder leicht herfällt und etwas bekommt, das für ihn gerade ein Engpass ist oder schwierig ist. Und das zu tun und daran zu glauben, dass im Zweifelsfall ein kleinerer Teil von einem größeren Kuchen gut ist, und dass es toll ist, auch miteinander Dinge intensiv zu diskutieren, statt immer einfach nur durchzuentscheiden, und dass dadurch bessere Dinge zustande kommen. Ich glaube, das ist ein zweiter ganz wichtiger Erfolgsfaktor gewesen. Und ich glaube, der dritte ist ein bisschen auch mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Also 5 Jahre vorher hätte das so noch nicht funktioniert. Da war vieles im Internet noch nicht weit genug. Und 5 Jahre danach wäre das zu spät gewesen, um sich so einen Vorsprung zu erarbeiten. Und jetzt kann man das natürlich dann, was dieses Thema angeht, nicht so wiederholen. Aber ich glaube, wenn man irgendwo unternehmerisch was vorhat, sich zu überlegen, dieser Markt und das, was ich da jetzt als Idee habe und so weiter, wo befindet der sich denn gerade? Also ist das ein cleverer Zeitpunkt, so ein Business jetzt aufzubauen und zu starten, oder bin ich da eigentlich schon ein bisschen late to the party? Ich glaube, das ist etwas, worüber man
nachdenken darf. So, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch ein Dropshipping-Business auf Amazon starten würde, ne? Oder ob diese Welle jetzt nicht eigentlich 5, 6 Jahre zurück ist, wo man mit sowas toll und schnell und einfach Geld verdienen konnte. Ne? Und jetzt ohne irgendeine eigene Reichweite mit der Idee, ich mache jetzt mal einen Videokurs zu irgendeinem Thema oder ein bisschen Affiliate-Marketing oder sowas. Auch diese Zeiten, wo man damit mal ebenso irgendwie was aufbauen konnte, die gab's, die sind aber vorbei. Und ich glaube, jetzt gerade gibt's andere Chancen, solche Dinge zu tun. Wir haben das Glück gehabt, ziemlich gut, vielleicht auf 1 oder 2 Jahre genau einen perfekten Zeitpunkt für das zu treffen. So. Ja. Welche Chancen siehst du jetzt? KI. Bestimmt. Und Co-Investments hast du angesprochen, das finde ich spannend. Das erste Co-Investment, was ich gemacht habe, da sind 8 Mehrfamilienhäuser drin. Da haben sich, also die Rollenverteilung war dort so, dass ich und tatsächlich auch mein Steuerberater zusammen, wir sind Kapitalgeber und die anderen beiden machen im Grunde das operative Geschäft. Und jetzt so nach 2, 3 Jahren ungefähr haben sich die beiden, ja, will nicht sagen zerstritten, aber die haben gemerkt, können doch nicht so gut operativ zusammenarbeiten, wie sie sich das vorgestellt haben. Und jetzt mussten wir sozusagen das auseinanderklabüstern. Und immer blöd, was ist denn so aus deiner Sicht jetzt, aus deiner Co-Investment-Erfahrung, worauf gilt es zu achten? Vielleicht, wie muss man sowas auch vertraglich gestalten? Was ist da der Best Case? Also bei euch ist auch die Idee gewesen, langfristig Bestand halten, ne? Genau, ja. Okay. Also erstmal ist ja Co-Investment immer einfacher, wenn es eher so Projektgeschäft ist, ne? Also du kaufst was, willst das im Zweifelsfall, weiß nicht was, aufteilen, abverkaufen, sanieren, abverkaufen, einfach nur durchhandeln, weil das ein natürliches Ende hat und das macht vieles leichter. Ja. Buy and Hold ist schon so ein bisschen die Kür, glaube ich, weil einfach, wenn du dann 4 Leute, jetzt wie in eurer Konstellation, bei uns auch oft, an einem Tisch hast, dass alle Lebenssituationen langfristig kompatibel zueinander bleiben, das ist schon nicht ganz easy. Ne? Ich glaube, die allerwichtigste Frage, die wir uns immer stellen, ist, haben wir wirklich synchrone Interessen? Und ist für mich nachvollziehbar, warum jeder andere, sagen wir mal, die nächsten 10 Jahre mit dieser Rollenverteilung auch wirklich glücklich ist. Wenn ich nicht verstehe, warum da jemand sagt, er ist bereit, die Arbeit zu machen, weil ich das Gefühl habe, das macht keinen Sinn. Eigentlich hätte der selber die wirtschaftlichen Möglichkeiten und eigentlich hat er auch genug zu tun. Ich spüre nicht, warum der jetzt sich in die Rolle begibt, die Arbeit zu machen. Da würde ich immer sehr, sehr hellhörig werden und im Zweifelsfall auf das Gefühl hören, weil meistens steckt da dann schon irgendwas dahinter. Weil also Geld zuzusagen und dann das natürlich auch bereitzustellen, ich meine, das ist relativ einfach gemacht. Da macht man dann noch irgendwie einen Gesellschafterdarlehensvertrag und dann steht da ja auch drin, wie die Rückzahlungsmodalitäten sind. Das kann ich mir auch nicht in einem Jahr anders überlegen, ne, und das fällig stellen oder so. Aber ob jemand bereit ist, die Zeit und die Energie zu investieren, das kann der jeden Tag aufs Neue entscheiden. Und das kann sich auch einfach ändern, wie sich das für ihn anfühlt. Und deshalb ist das zu hinterfragen, macht das für mich Sinn? Ist das nachvollziehbar? Haben wir wirklich ein Rollenbild, das Sinn macht? Und haben wir synchrone Ziele? Also wollen wir das in 5 oder 10 Jahren, wollen wir das Gleiche erreichen mit diesem Projekt? Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das ist uns auch nicht immer gelungen. Aber da, wo es uns gelungen ist, also ich meine, das machen wir das ja auch erst seit, wie man sagen, seit 5 Jahren mit den Co-Investments. Also ich kann noch nicht von 20 Jahren Erfahrung berichten, aber da funktioniert es dann auch wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, also das braucht natürlich dann Verträge. Ne? Wir machen das immer über GmbHs mit echter Beteiligung, also quasi wir 50%, Co-Investoren 50%, ne? Die einfach sauber gesellschaftsrechtlich miteinander vereinbart sind, damit es auch belastbar ist. Natürlich muss man sich über viele Dinge in der Satzung und
Geschäftsordnung und sowas Gedanken machen. Also was wäre denn jetzt eigentlich, wenn einer sich entscheidet, er möchte aussteigen, kann der kündigen? Was ist, wenn der sich mit seiner Frau verkracht? Wie kriegt man hin, dass dieses gemeinsame Konstrukt nicht zu irgendeinem Asset in irgendeinem Finanzstreit zwischen zerstrittenen Eheleuten wird und so weiter? Weil rein statistisch, wenn du mit 4 Leuten am Tisch sitzt, hast du 2 Scheidungen zu bewältigen über die Zeit in so einer Situation. Also musst dir über viele Dinge Gedanken machen. Und an einem Punkt, finde ich, muss man sich auch ehrlich machen, nochmal anders, derjenige, der bereit ist, Zeit zu investieren und die Arbeit zu machen und sich freut, dass jemand anders das Geld investiert, tut das ja in aller Regel, weil er selber gerade wirtschaftlich diese Größenordnung von Projekten noch nicht stemmen kann, weil er die Bonität nicht hat, das viele Geld von der Bank zu bekommen oder das Eigenkapital noch nicht hat. Ne? Das kann ja in jeder Größenordnung, kann ja auch sein, es geht einfach um viele Millionen Euro. Also das sagt nichts über arm oder reich oder wirtschaftlich erfolgreich oder nicht aus. Ne? Kann einfach sein, die Größenordnung halt nicht. Aber wenn man dann erfolgreich ist, ein paar Jahre miteinander, ändert sich das ja. Also wenn man erfolgreich ist, irgendwann hat auch der oder haben auch die Arbeit machen sollen in diesem Konstrukt, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, solche Projekte selbst zu machen. Und da entsteht auf eine ganz natürliche Art und Weise dann ein Bedürfnis, eigene Projekte zu machen, bei denen einem dann 100% gehören und nicht mehr nur 50%. Und B, dann dort auch die Zeit zu investieren, weil der Stundenlohn ja naturgemäß doppelt so hoch ist. Und das anzuerkennen, dass sich das quasi nicht vermeiden lässt und dass man deshalb immer von Anfang an auch ein gemeinsames Verständnis braucht, dass diese Rolle Zeit zu investieren auch immer auf irgendeine Art und Weise ein zeitliches Ende hat. Also das kann ja die Verantwortung bleiben, aber es kann ja zum Beispiel heißen, dass man sich einig ist, nach 3 oder 4 Jahren Entwicklungstätigkeit schafft man aus dem Geld, das die Immobilien verdienen, eine Organisation, die dann die Arbeit erledigt. Also man stellt Leute an, die daraus bezahlt werden, die Arbeit dann machen. Die werden dann immer noch gesteuert von den Co-Investoren, die sinngemäß für die Arbeit verantwortlich sind. Aber die können sich dann irgendwann auch aus dem operativen Geschäft weitestgehend zurückziehen. Ich glaube, über sowas sehr ehrlich und ganz am Anfang schon zu reden, wie sieht da die Perspektive aus und sich dann aber auch da ins Commitment nehmen zu lassen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und nicht blauäugig rein mit, ach super, du machst die Arbeit, dann bin ich die los, ja toll. Also das wird halt einfach nicht dauerhaft funktionieren. Ne? Ja. Mega spannend, ja. Ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich noch 2-3 Stunden Podcast machen hier. Aber ich will auf einen Punkt nochmal zum Abschluss hinweisen. Immocation Festival dieses Jahr war der Knaller. Ich glaube, ich war selbst mit 110 DWS-Lern aus meinem Netzwerk da. Nächstes Jahr wollen wir das nochmal toppen, oder dieses Jahr, wir sind ja schon in 2025, ja. Ich habe den Jahreswechsel hier verschlafen. Wollen wir das Ding nochmal toppen? Also wir kommen da mit einer ordentlichen Mannschaft. Ich glaube, ihr habt nochmal was ganz anderes vor. Das war ja immer in München oder bei München das Immocation Festival jetzt die letzten Jahre. Jetzt habt ihr einfach mal, weil ihr groß denken könnt, die gesamte Messe Leipzig gemietet und wollt dort was richtig, richtig Cooles auf die Beine stellen. So wie ich das Konzept verstanden habe, blickt ihr drauf, aber du kannst mich gerne gleich korrigieren, dass ihr sagt, naja, es kommen ja so viele unterschiedliche Immobilientypen auch zu uns aufs Festival. Also wir haben da Leute, die haben schon mehr als 100 Einheiten, mehr als 500 Einheiten, mehr als 1000 Einheiten. Wir haben Leute, die sind gerade an dem Punkt, die erste Einheit zu erwerben. Ja, manche den Sprung von 5 auf 10, manche machen Rent-to-Rent, manche machen Fix und Flip und so weiter, was es nicht alles auch für Unterformen im Immobilienbereich gibt. Wie können wir diese Masse an Menschen nutzen und jetzt eben viel, viel stärker zu filtern, um Themenworkshops zu machen, um diese Menschen zusammenzuführen, weil darin sehe ich einen ganz großen Wert am Ende des Tages auch, weil wenn ich jetzt schon 100 bis 200 Einheiten habe, genau den zu finden, der da auch an dieser Stelle steht und jetzt auf 500 hochgehen will, ja, wo lerne ich den kennen? Glaube ich, super schwierig. Und so seht ihr das Immocation Festival 2025 oder nicht? Ja, genau. Ja, also wir wechseln einmal der größte Umzug der Immocation-Geschichte, sage ich immer scherzhaft. Also das Festival zieht von München nach Leipzig um.
weil die Location einfach der Hammer ist und weil in München nichts Adäquates existiert, das man so nutzen könnte. Leipzig liegt auch ehrlicherweise für die meisten Leute zentraler als München, ja, die aus Deutschland anreisen. Das Festival wird 2 Tage lang. Auch das ist eine große Änderung, weil wir einfach gemerkt haben, die vielen Dinge, die wir anbieten wollen, passen einfach nicht in die Agenda von einem Tag. Es gibt so ein paar Sachen, die wollen und müssen wir unbedingt machen und dann ist es irgendwie immer sofort voll gewesen und deshalb ist es jetzt 2 Tage lang mit einer geilen Party abends am ersten Abend und wie du es gerade beschrieben hast, es wird einfach natürlich weiterhin auch 2 große Bühnen geben, an denen es Vorträge und Inhalte gibt, die für so gut wie jeden interessant sein werden. Aber es wird insbesondere ganz, ganz viele Workshops geben. Es wird eine riesen Themenliste geben. Ja, und dann kann ich mir selber mein individuelles Festival zusammenbauen. Und ich kann eben zum Beispiel als Einsteiger, wenn ich das dann möchte, in irgendwie den Einsteiger-Workshop gehen, in dem ich weiß, da geht's jetzt auch wirklich um mich und ich bin da unter meinesgleichen und da bin ich jetzt mit meinen Fragen auch richtig aufgehoben und so. Genauso wie es eben dann einen Workshop geben wird, super spezialisiert, wie funktioniert eigentlich Monteursvermietung organisatorisch mit 300 Betten aufwärts, ne? Oder wie baue ich eigentlich ein funktionierendes Aufteilergeschäft in deutschen A-Städten auf oder solche Dinge. Und werden eben schauen, dass es so eine Menükarte gibt und dass dort dann eben jeder sich sein Festival so zusammenstellt, wie er oder sie das gerne erleben möchte. Also in unseren Gedanken ist das also auch nicht 10, 20 Themen, sondern 50 oder 100 solche Themen. Es wird dann einen großen Bereich in einer der Hallen geben, den wir wiederum in einzelne so kleine Workshop-Bereiche unterteilen können und werden also viel, viel breiter und individueller, um am Ende genau diesen Ort zu schaffen, an dem jeder für seine ganz persönliche Situation und seine ganz persönlichen Ziele genau die Inhalte und dann auch die Menschen zum Netzwerken findet, die ihm eben weiterhelfen. Ne? Und am Abend zu einer großen Party kommen wir alle wieder zusammen. Also Bier trinken macht auch mit dem Spaß, der ein anderes Geschäftsmodell hat. Aber das ist die Idee. Genau dafür haben wir die Location jetzt gewechselt. Und ja, genau, also wir haben ja lustiges Bild gemacht. Du hast einen riesen Trupp dabei gehabt, dieses Jahr schon, also 2024. Genau, und ich bin gespannt. Du hast es ja angekündigt. Du setzt da nochmal einen drauf. Bin gespannt, wie viele Leute du diesmal auf die Bühne stellst. Ja, ja schauen wir mal. Freut mich auch, wenn der ein oder andere Zuhörer dort kommt, mich anspricht und wir uns auch mal live sehen, weil so ein Podcast ist ja irgendwie ein recht einsames Format. Ich habe hier immer einen Gesprächspartner, aber würde ich mal die ganzen Menschen auch sehen, die hier zuhören, ich glaube, da wäre ich auch deutlich nervöser, als ich inzwischen bin, hier nach 300 Podcast-Folgen, ja. Aber ansonsten, Stefan, ich sag vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst, auch so offen, ehrlich, transparent hier, Infos zu eurer Entstehungsgeschichte, Insights geteilt hast, fand ich echt super cool, hat mir viel Spaß gemacht und an euch die Bitte immer Call to Action, ne? Nicht vergessen, den Podcast zu bewerten, den Podcast zu teilen, den Podcast überhaupt erstmal zu abonnieren. Ich glaube, das haben einige gar nicht gemacht, aber hören den regelmäßig. Für mich ein enorm wertvolles Nutzersignal einfach. Wird Stefan, der Online-Unternehmer, hier bestätigen können wahrscheinlich. Und ansonsten, Stefan, dir gehören einfach die letzten Worte hier. Du, ich sag Dankeschön. Hat mir große Freude gemacht. Und ich mache das tatsächlich ja nicht besonders oft, ne, in irgendwelchen anderen Podcasts so, weil mir auch immer sehr wichtig ist, was ist das für ein Format, was ist das für ein Rahmen und wir beide kennen uns jetzt schon eine Zeit lang. Freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und jeder, der es interessant findet, immocation.de/festival. Ich freue mich, möglichst viele von euch dort sehen zu dürfen und spätestens da dich dann auch persönlich mal wieder in den Arm nehmen zu können. Vielen Dank, Maurice. Alles klar, Stefan. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.